Ihr habt eurem Schüler eine neue Technik vermittelt, beispielsweise Topspin oder Slice. Und ihr bekommt es einfach nicht hin, dass der Schüler das auch kontinuierlich umsetzt. Dann solltet ihr jetzt bei meinem Video dranbleiben, denn ich zeige euch jetzt die Punktbelohnung. Hallo liebe Trainer und liebe Spieler. Ich bin der Martin und in meinem Kanal dreht sich alles rund um den schönsten Sport der Welt. Also, wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke und dann verpasst du kein Video mehr von mir. Heute geht es um einen sehr interessanten Ansatz. Ich habe mir einfach mal die Frage gestellt, wie schaffe ich es, einem Schüler beizubringen, kontinuierlich die Technik umzusetzen, die ich ihm auch vermittelt habe. Jetzt gehen wir davon aus, ich habe einem Schüler gerade gezeigt, wie schlage ich eigentlich einen Topspin. Wie schaffe ich es, dass der Ball vorwärts rotiert. Da habe ich dem Schüler natürlich in der Technikvermittlung alle möglichen Sachen gezeigt, worauf es ankommt. Schlägerkopf kommt von unten, Griffhaltung und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, ich stelle den Schüler auf und er soll genau das nachmachen. Und ja, er wendet das, was er gerade eigentlich in der Technikvermittlung noch ganz gut gekonnt hatte, schafft er jetzt in der Anwendung einfach nicht, das umzusetzen. Also er wendet das, was er erlernt hat, einfach nicht an. Das kann natürlich weiterhin an Fehlern in der Technik liegen, aber manchmal hat es auch mit der Konzentration des Spielers zu tun. Das heißt, wir müssen den Spieler dahingehend so fokussieren, dass er genau auf das achtet, sich genau an das besinnt, was wir in der Vorübung ihm bzw. in der Technikvermittlung ihm beigebracht haben. So, und hier bedarf ich mir jetzt ein kleines psychologischen Tricks. Und zwar stelle ich dem Schüler eine Aufgabe. Er soll eine gewisse Anzahl an Punkte machen. Das ist jetzt für euch als Trainer relativ egal, was ihr da macht. Ihr müsst auf jeden Fall ein Ziel aussetzen und ihr müsst die Möglichkeit geben, das mit Punkten zu belohnen. Und jetzt kommt der Clou an der Übung, die ich euch jetzt zeigen möchte. Jetzt ist es wichtig, dass ihr gar nicht mal so darauf schaut, wo geht der Ball hin. Klar, ihr gebt irgendwo ein Trefferfeld auf und sagt, wenn ihr da reinspielt, dann gibt es einen Punkt. Aber ihr bekommt nur einen Punkt, wenn ihr es geschafft habt, den Ball auch in der richtigen Rotation geschlagen zu haben. Das heißt, nochmal das Beispiel Topspin. Wenn ich jetzt das Thema Topspin habe mit meinem Schüler, dann gibt es nur einen Punkt, wenn der Schüler in das Trefferfeld trifft und der Ball auch gleichzeitig Vorwärtsrotation hat. In diesem Fall, wenn der Ball vorwärts rotiert, hat der Schüler das Ziel ja erreicht, was wir schon vorher besprochen haben. Und dahingehend, dass ihr jetzt eine Belohnung aussprecht, dafür, dass es nur Punkte gibt für eine Vorwärtsrotation, ist der Schüler deutlich fokussierter auf die eigentliche Aufgabe, weil er möchte das Spiel ja natürlich gewinnen und macht dann natürlich deutlich häufiger das, was ihr in der Vorübung besprochen habt. Jetzt zeige ich euch mal ein kurzes Praxisbeispiel. Ich habe das mit dem Schüler mal gemacht, habe mit ihm vorher besprochen, auf was er natürlich achten soll, wenn er den Ball vorwärts rotieren lassen möchte. Ja, Schlägerkopf weit unter den Ball, Griffhaltung und so weiter und so fort. Und habe ihm gesagt, okay, du kriegst nur einen Punkt, wenn du ins Feld spielst und dann eben der Ball auch vorwärts dreht. Wenn er sich nicht vorwärts dreht, kriegst du keinen Punkt. So, und natürlich gibt es hier und da jetzt noch das andere Defizit, Ausschwung und so weiter. Aber das ist in diesem Fall gar nicht mal so entscheidend, sondern wichtig ist, dass der Schüler jetzt einen Fokus hat auf die Aufgabe Rotation. Wie das Ganze aussieht, jetzt hier im Video. Viel Spaß! Dann lauf gerade an, genau, und jetzt ziehen. Und wieder zurück, gerade an und los. Schade. Komm. So. Mal ausholen. Ha? Komm. Und zieh hoch. Super, perfekt. 4. Punkt. 5. Punkt. Okay, trennen den Schläger ein bisschen früher. Jetzt schon, genau. Ja, den Schläger früher nach hinten nehmen. Jetzt schon, genau. Sehr gut. Ah, der hatte keinen Vorwärtsdrall. So. Jawohl, der ist perfekt. 6. Punkt. Jawohl, 7. Punkt. Komm. Jawohl, 1. Punkt. Also 11.
Ausholen. 12. Super. Oh, das war ein anderer Ball. Den machen wir weg. Hopp. Ausholen. Nee, den. Ja? Schlägerfläche geschlossen lassen. Zu dicht am Ball, Levi, komm. Hin. Ja. Komm, 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 komm. Ah, Rahmentreffer, zählt nicht. Komm. 13, sehr gut. Gut, und jetzt. Ausholen, komm. Sehr gut. Ausholen, stellen und ziehen. Und jetzt an mir vorbeispielen mit Topspin. Komm, mit Topspin. Ah, schade. Der war richtig. Und Angabe. Super. So, und jetzt ausholen. Auf die Technik achten, Levi. Nochmal. Hier kriegst du nochmal. Auf die Technik achten. Hopp, hochziehen. Super. Und nochmal. Hochziehen. Hopp. Jawohl. Alles mit Drall. Komm, und jetzt an mir vorbei. Wow. Oh, komm noch. Komm, ausholen. Ja, der hat Rotation. Gut. Ja, das wäre doppelte Punktzahl jetzt. Ihr könnt diese Übung natürlich nicht nur für Topspin anwenden, ihr könntet das zum Beispiel auch für Slice anwenden. Ihr könntet das für den Aufschlag anwenden. Also wenn der Aufschlag einen Kick bekommt, nur dann bekommt der Spieler einen Punkt. Also ihr könnt das für alle möglichen Bereiche anwenden. Und das macht die Übung auch sehr gut oder dieses Prinzip ja auch sehr gut. Und wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, effektiv auch die Technik so zu lernen, dass sie beibehalten wird. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine, schnelle Ansatz gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke und dann verpasst du kein Video mehr von mir. Habt ihr Fragen, Kritik, Anregungen, schön in die Comments schreiben, würde ich mich freuen. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten, euer Martin.